Sie sind leise, effizient und brauchen keinen Fahrer. Lieferroboter rollen in den USA schon über Bürgersteige, liefern Pizza, Medikamente oder Pakete. US-Firmen wie Starship oder Coco Robotics expandieren mit Tempo und Risikobereitschaft. Doch welche Technologie steckt dahinter? Und wann kommen diese Roboter endlich zu uns? Der globale Markt für Lieferroboter lag 2024 bei $400 Millionen. Schon 2032 soll er bei knapp 4 Milliarden liegen. Das entspricht einem Wachstum von fast 34% pro Jahr. Der Haupttreiber Nordamerika, das mit einem Marktanteil von 40% die Welt anführt. In den USA allein soll der Markt bis 2032 auf 1,4 Milliarden Dollar anwachsen. In einigen Städten hat man sich mittlerweile an die Roboter gewöhnt. Hinter mir befindet sich der kilometerlange Strand von Santa Monica. Man sieht Autos, Fußgänger, Radfahrer dazwischen und einige neuartige Verkehrsteilnehmer, die Roboter. Sie sind inzwischen Teil des Alltags geworden. Man begegnet ihnen unterwegs in verschiedenen Formen. Auf den Straßen, in Restaurants, in Hotels. Die Unternehmen in den USA nutzen innovative Technologien, um Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Diese Roboter sind echte Technikwunder auf Rädern. Sie finden selbstständig ihren Weg, dank Kameras, GPS, Ultraschall und Laserscannern. Also einer Art Hightech-Sinnesorganen, mit denen sie nicht nur effizient navigieren, sondern auch Hindernisse erkennen und geschickt umgehen können. Dazu kommt, im Inneren läuft künstliche Intelligenz. Die Roboter denken mit, analysieren den Verkehr, erkennen Fußgängerinnen und planen ihre Route selbstständig in Echtzeit. Die meisten Roboter verarbeiten ihre Daten nicht in der Cloud, sondern lokal. Das nennt sich Edge Computing und ist schnell, sicher und effizient. Die Roboter fahren elektrisch, also leise, sauber und klimafreundlich. Ein Beispiel: Coco Robotics aus Kalifornien setzt auf elektrische Kleinroboter, die mit einer KI von OpenAI ausgestattet sind. Diese analysieren ihre Umgebung und treffen Entscheidungen in Echtzeit. 2024 sammelte Coco 80 Millionen US-Dollar von Investoren und will bis 2026 10.000 Roboter auf die Straße bringen. Unterstützt wird das Unternehmen von Branchengrößen wie OpenAI-Gründer Sam Altman. Starship Technologies wurde 2014 von 2 Skype-Mitgründern in Estland gegründet. Inzwischen sitzt das Unternehmen in Kalifornien. Laut eigenen Angaben haben die Roboter des Unternehmens bereits 8 Millionen Bestellungen ausgeliefert, waren dafür 16 Millionen Kilometer unterwegs und überqueren täglich 125.000 Kreuzungen. Die Roboter liefern Snacks, Lebensmittel oder Pakete. Auch Starship setzt auf eine Kombination von Kameras, Radar, Ultraschall, GPS und KI, um die Lieferungen sicher ans Ziel zu bringen. Trotz aller Technik gelingt das jedoch nicht immer ganz problemlos. So stellen Ampeln, die manuell betätigt werden müssen, oft ein Hindernis dar. You're welcome. Und manchmal wissen die Roboter nicht, welche Grenzen sie lieber respektieren sollten. Was beide Hersteller gemeinsam haben: ihre Roboter sind für kurze Distanzen gedacht. Sie übernehmen die letzte Meile bis zum Kunden. Aber auch für größere Distanzen gibt es bereits Lösungen. Die Google-Tochter Waymo wollte mit dem Projekt Waymo View ab März 2020 den Lieferverkehr revolutionieren. Mit autonomen Vans und Trucks. Doch nach 3 Jahren war Schluss. Im Sommer 2023 wurde das Ganze auf Eis gelegt. Seitdem konzentriert sich Waymo voll auf sein Robotaxi-Geschäft. Andere Unternehmen verfolgen aber den gleichen Ansatz. So gründete der Ex-Google Self-Driving Car-Technikchef Chris Urmson 2017 Aurora Innovation. Das Unternehmen testet autonome Lkw in Texas, unter anderem auf der Strecke zwischen Dallas und Houston. Mit über 1200 Meilen komplett ohne Fahrerin. Getik fährt für Kunden wie Walmart vollautomatisch zwischen Verteilerzentren und konzentriert sich auf die sogenannte Middle Mile der Lieferkette. Die eingesetzte Technik ähnelt der kleinen Lieferroboter. LiDAR, Radar, GPS, 360-Grad-Kameras und künstliche Intelligenz. Ob groß oder klein, das Ziel ist dasselbe. Autonome Fahrzeuge sollen Lieferungen schneller, günstiger und nachhaltiger machen. Aber warum sind in den Vereinigten Staaten bereits Lieferroboter unterwegs und in Europa nicht? In den USA kommen neue Technologien oft schneller auf die Straße. Unternehmen arbeiten eng mit Spitzenunis zusammen, die Menschen sind offen für Neues. Und es fließt viel Risikokapital in mutige Ideen. Was außerdem hilft: in den meisten US-Bundesstaaten gelten flexible Regeln für den Einsatz neuer Technologien. Und anders als in Europa gibt es keine einheitliche Datenschutzgesetzgebung. In Europa gelten andere Spielregeln. Neben dem Datenschutz gibt es auch Haftungsfragen und komplexe Genehmigungsverfahren. Doch diese Standards sind auch ein Vorteil, besonders dort, wo es um Gesundheitsdaten, Sicherheitszonen oder medizinische Lieferungen geht. Lieferroboter sind gekommen, um zu bleiben. Sie liefern effizient, klimafreundlich und ohne direkten Kontakt. Und sie bringen neue Jobs in Technik, Wartung und KI mit sich.
Die Impulse kommen derzeit vor allem aus Nordamerika. Auch in Europa laufen bereits mehrere Pilotprojekte mit Lieferrobotern. Bis die Technologie breiter ausgerollt wird, kann es allerdings noch einige Jahre dauern. Glaubst du, Lieferroboter werden bald auch bei uns zum Alltag gehören oder bremst Europa sich selbst aus? Schreib's in die Kommentare. Und wenn du wissen willst, welche Zukunftstechnologien bald dein Leben verändern, abonniere unseren Kanal.